Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal wieder eine kleine EC145 für euch, und zwar die XK K160. Diesmal ganz ohne optische Höhensensoren, was ja in letzter Zeit echt selten geworden ist. Aber wir haben hier trotzdem einen barometrischen Höhensensor verbaut und wir haben natürlich trotzdem eine gute Stabilisierung, und hier ist auch wieder alles RTF. Heute zeige ich euch wie immer als erstes den Packungsinhalt, dann zeige ich euch das Modell wieder etwas genauer, natürlich auch die Fernsteuerung und die Funktionen, und wir gehen am Ende natürlich auch wieder fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! Hier haben wir mal die schicke Verpackung und ich würde sagen, wir machen die jetzt mal direkt auf. Da haben wir dann als erstes ein schickes Landepad mit dabei. Das ist vom Material her so, wie man das von Mauspads kennt. Dann haben wir natürlich die Bedienungsanleitung, hier auf Englisch und Chinesisch. Als nächstes haben wir dann eine Tüte mit dem USB-Ladekabel für den LiPo-Akku. Dann gibt es noch eine zweite Tüte. Hier drin befinden sich die 4 Ersatzrotorblätter in Schwarz, ein Ersatzheckpropeller, ein Ersatzhauptzahnrad und ein bisschen Werkzeug. Natürlich haben wir auch einen Akku dabei, und zwar einen 1S 800 mAh LiPo-Akku. Dann haben wir natürlich noch die 2,4 GHz Fernsteuerung mit den federbelasteten Steuersticks. Die zeige ich euch gleich natürlich noch etwas genauer. Und last but not least die kleine EC145, und die schauen wir uns als nächstes mal etwas detaillierter an. Wir haben hier diesmal eine beige-schwarz-graue EC145. Ob es die jetzt so im Original gibt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ansonsten haben wir hier wie die meisten kleinen Modelle wieder sehr viele Details angebracht, wie die ganzen Nieten hier am Rumpf und am Heckausleger. Wir haben auch einige Konturen angeformt. Wir haben sogar hier hinten die Antennen am Heckrohr angebracht, und vorne haben wir noch jeweils unten und oben einen Cable Cutter. Vorne auf dem Cockpit haben wir diesmal auch einen richtig angesteckten Scheibenwischer und keiner, der einfach nur drauf gedruckt ist. Vom Detaillierungsgrad finde ich die EC eigentlich wirklich sehr schön. Auch der Turbinendom kommt dem Original schon sehr nahe, auch hier hinten die schwarzen Auspuffrohre. Auch die Heckfinnen hier hinten finde ich sehr cool. Die sind jetzt nicht so ganz detailliert, aber haben trotzdem eine schicke Form und sind auch leicht nach hinten geneigt. Das Landegestell ist auch ganz nett, ist jetzt hier nicht so ganz detailreich, aber wir haben hier vorne die hochgelegten Spitzen. Was hier natürlich nicht so schön ist, ist der große Brushed Heckrotor. Der guckt aufgrund seiner Größe natürlich hier hinten sehr weit raus. Der Hauptrotor wird allerdings über einen Brushless-Motor angetrieben, und zwar über eine Ritzel-Zahnradverbindung. Die Taumelscheibe und der komplette Rotorkopf bestehen hier aus Kunststoff. Die Hauptrotorwelle natürlich wieder aus Metall. Die Taumelscheibe wird auch hier wieder über 3 Mikroservos angesteuert. Die Rotorblätter sind hier wieder schwarz und haben an den Enden graue Blattspitzen, und der Heckrotor ist hier weiß und hat ebenfalls an den Enden graue Blattspitzen. Beleuchtung haben wir hier leider nicht so viel, da haben wir hier vorne nur den Landescheinwerfer, sonst haben wir hier leider keine Beleuchtung angebracht. Die Fenster sind hier zwar etwas transparent, aber durch die starke Tönung kann man hier jetzt nicht so richtig reingucken, was ich aber bei den kleinen Modellen auch ganz gut finde. Um an die Elektronik und den Akku zu kommen, können wir hier vorne die gesamte Haube abnehmen. Dadurch, dass sie jetzt bis hinten durchgezogen ist, ist das ein bisschen tricky, aber es geht. Man muss nur aufpassen, dass man sich beim Abziehen vorne den Landescheinwerfer nicht rausreißt. Unter der Haube befindet sich dann das Steuerboard mit den Servoanschlüssen, dem Gyro und dem 2,4 GHz Empfänger. Darunter haben wir dann das Akkufach. Hier können wir den kleinen LiPo einfach einschieben und dann mit den Steckern verbinden. Dann geht der Heli auch schon direkt an. Einen separaten Ein-Ausschalter haben wir hier nicht. Das Anbringen der Haube finde ich jetzt hier auch ein bisschen fummelig, aber oft geht es dann doch irgendwie. Man muss nur gucken, dass man hier vorne irgendwie alles reinquetscht, dann kann man die Haube vorne einklipsen. Hinten sind übrigens 2 kleine Magnete, die den hinteren Teil der Haube dann festhalten. Die EC145 hat einen Rotorkreis von ca. 250 mm, eine Länge von ca. 230 mm und ein Abfluggewicht von ca. 88 Gramm. Ja, wir haben hier natürlich wieder eine einfache 2,4 GHz Kunststofffernsteuerung dabei. Sie liegt aber auch wieder gut in der Hand und ist vom Gewicht ganz angenehm, auch wenn hier erstaunlicherweise gleich 6 AA-Batterien reinkommen. Das Batteriefach ist natürlich auch wieder hier unten auf der Rückseite. Die Knüppel sind auch wieder alle federbelastet aufgrund der automatischen Start- und Landefunktion. Und die Knüppelaggregate bestehen aus Kunststoff, die Knüppel selber aber aus Aluminium und lassen sich auch in der Höhe etwas verstellen. Hier in der Mitte haben wir dann den Ein-Ausschalter, darüber eine kleine Aufhängeöse und hier oben haben wir noch die Status-LED.
Um die Knüppelaggregate sind auch hier wieder die Trimtasten angebracht. Der Sender kann auch wieder in Mode 2 oder Mode 1 betrieben werden. Dazu einfach während dem Einschalten den linken unteren Trimtaster nach rechts gedrückt halten und dann den Heli entweder mit dem linken Stick für Mode 2 oder dem rechten Stick für Mode 1 binden. Die Einstellung wird dann auch weiterhin gespeichert, dass man es danach nicht jedes Mal umstellen muss. Dann haben wir hier oben noch 4 Taster, von denen aber nur die beiden äußeren eine Funktion haben. Und zwar der linke Taster ist zum Umstellen der Taumelscheibenausschläge zuständig. Der rechte Taster ist für die automatische Start- und Landefunktion zuständig. Hier oben haben wir dann noch die 2,4 GHz Antenne. Einen Griff haben wir hier nicht, aber dafür 2 Füße, mit denen wir die Fernsteuerung auch hinstellen können. Ja, kommen wir am Ende natürlich auch hier wieder zu einem Fazit. Erstmal finde ich, dass die Optik der EC145 wieder sehr schön gelungen ist und auch wieder sehr viele Details wie Nieten und Co. zu bieten hat. Da gibt es an sich eigentlich auch gar nichts auszusetzen. Aber die Haube hier vorne, finde ich, geht mal so gar nicht. So eine fummelige Haube habe ich echt selten gehabt. An sich ist das mit den Magneten hier hinten eigentlich auch gar keine schlechte Idee. Aber das generelle Anbringen der Haube ist sowas von fummelig, dass man da echt die Lust dran verliert. Vorne ist alles sehr knapp, auch mit den Kabeln für die Beleuchtung. Dann muss man hier hinten an den Magneten gucken, dass die hier hinten richtig reinpassen und. Also wirklich nicht schön gelöst. Schade eigentlich. Dann kommen wir zum Flugverhalten. Ich muss sagen, am Ende ist die EC eigentlich gar nicht so schlecht geflogen und sie fliegt auch in dem Sinne stabil. Soweit so gut.
Aber bis dahin war es ein steiniger Weg. Die ersten Versuche damit zu fliegen waren echt gruselig. Ständig ist sie in irgendeine Richtung abgezischt, hat beim Loslassen des Sticks total gezuckt oder ist sogar schon vor dem Abheben umgefallen. Da hat auch kein Kalibrieren mehr etwas gebracht. Es war schon so lästig, dass ich fast schon gar keinen Flug mehr filmen wollte für das Video. Frag mich nicht warum, aber am Ende hat es dann doch einigermaßen geklappt, wie ihr ja auch im Video gesehen habt. Was die EC aber komischerweise auch macht, ist, wenn man Gear leicht nach links drückt, dreht die EC sich einfach rechts rum. Sowas habe ich eigentlich auch noch nie erlebt. Das Verhalten merkt man leider aber auch ab und zu im Flug, was jetzt keine dramatischen Auswirkungen hat, aber für Anfänger finde ich das echt unangenehm. Auch dieses starke Einrasten, wenn man die Sticks schneller loslässt, sieht nicht wirklich schön aus im Flug und könnte auch den Anfänger noch irgendwie irritieren. Auch piept der Sender nicht, wenn der Akku zur Neige geht am Heli. Das erkennt man dann nur an der blinkenden LED am Heli. Da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, ist natürlich kein großes Problem. Alles in allem wäre daher meine Meinung zu dieser EC auch, dass sie für mich nicht wirklich anfängertauglich ist und es da echt genügend deutlich besser fliegendere Modelle mittlerweile am Markt gibt. Vielleicht hatte ich aber auch ein Montagsmodell, wobei ich allerdings auch schon andere gesehen habe, die mit ähnlichem Verhalten zu kämpfen hatten. Und ich hatte natürlich auch Rücksprache gehalten mit BG, die meinten, dass das Problem scheinbar normal sei und keine wirkliche Lösung gäbe. Sorry für das etwas vernichtende Fazit, aber ich will ja auch ehrlich bleiben bei den Erfahrungen, wie ich sie gemacht habe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist und für die, die die EC schon haben, wie das Verhalten so bei euch ist. Ansonsten würde ich sagen, war es das jetzt wieder mit dem Video. Lasst mir wie immer gerne ein Like da, Abo und Glocke nicht vergessen, so verpasst ihr auch keine weiteren Videos mehr. Ich danke fürs Zusehen und sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.